Vor ungefähr einem Jahr habe ich Anna und Sascha kennengelernt. Ein Paar, das gemeinsam nach Moskau gegangen ist, weil das Annas Arbeitgeber verlangt hat. Anna war außer sich, als sie mit mir gesprochen hat. Sie hat gesagt, wir waren immer so ein gutes Paar. Wir haben so gut miteinander harmoniert. Ich war so dankbar, ihn zu haben. Und jetzt weiß ich nicht mehr, was ich tun soll. Ich kann ihn nicht erreichen. Das erste gemeinsame Kind war zu dem Zeitpunkt 8 Monate alt und hatte einen starken Hautausschlag entwickelt. Und Anna hat sich sehr viel Sorgen um ihn gemacht und hat Sascha gebeten, um verschiedene Dinge gebeten, um diesen Hautausschlag besser zu machen. Sascha hatte die volle Verantwortung, die größte Verantwortung für das Kind, für den Kleinen. Und Anna hat sich sehr viel eingelesen, sehr viel informiert, wie mit diesem Hautausschlag umzugehen sei, wie mit der Ernährung umzugehen sei, wie der Kleine zu kleiden sei, und hat Sascha Informationsblätter hingelegt und hat im Alltag auch immer wieder gesagt, kannst du ihm nicht die Mütze ausziehen, kannst du ihm nicht den Body ausziehen, ich glaube, er schwitzt. Und irgendwann ist Sascha dazu übergegangen zu sagen, weißt du was, deine ständige Kritik nervt mich und ich kann es nicht mehr hören. Die beiden waren wunderbar zufrieden miteinander und dann an einem anderen Punkt wussten sie beide nicht mehr weiter und hatten beide den Gedanken, vielleicht wäre es besser, uns zu trennen, wir verstehen uns einfach nicht mehr. Was ist da passiert? Was ist da passiert in der Zwischenzeit? Du hast sicher, wie ich, auch schon mal einen Bollywood-Film geschaut. Ich habe mit meiner Familie 4 Jahre in Neu-Delhi gelebt und in diesem Bollywood-Film ist ja alles verkörpert, was Verliebtheit ausmacht. Diese Sehnsucht, das Verlangen und die Bereitschaft, alles zu geben. Alles andere tritt in den Hintergrund und man will einfach alles tun, um beim anderen zu sein. Gleichzeitig ist in Indien die arrangierte Ehe noch gang und gäbe, also ein ganz rationales Konstrukt, wie zwei Menschen, die einfach zusammenpassen, deren Familien zusammenpassen, zusammenfinden können. Und das ist für mich eine Parallele, also ein ähnliches Phänomen. Was ist da los? Also auf der einen Seite haben wir alle diese Sehnsucht und diese großen Gefühle, auf der anderen Seite geht es, wie bei Anna und Sascha, eben auch ganz schnell vorbei. Was ist da los? Für mich ist die Verliebtheitsphase so ähnlich wie eine Schwangerschaft. Also etwas Magisches, etwas Wunderbares und etwas Großes passiert mit uns. Wenn wir verliebt sind, in der Schwangerschaft wird unser Bindegewebe weit und wir denken darüber nach, wie kann ich mein Leben umstellen, was kann ich tun, um das Kind willkommen zu heißen, um ihm Raum zu geben in meinem Leben. Und so ist es mit der Verliebtheit auch. Unser psychisches Gewebe, unsere Nerven, unser ganzes Sinnessystem stellt sich darauf ein, dass da jetzt ein neuer Mensch in unserem Leben ist und unser Herz wird weit und unsere Zukunft wird grenzenlos und wir können uns alles vorstellen, für diesen Menschen zu tun. Aber wie eine Schwangerschaft halten wir das nicht ewig aus, sondern diese Phase geht vorbei. Diese Phase ist dazu da, dass wir uns trauen. Ja, Liebe wird aus Mut gemacht, dass wir uns trauen, dass wir zueinander finden, dass wir Ja zueinander sagen. Und wenn diese Phase vorbei ist, dann schrumpft der Herzensmensch auf Menschengröße und das Herz schrumpft auf normalsterblichen Größe zurück. Und es ist wie die rosarote Brille absetzen und auf einmal sehen wir die Realität. Bei Paaren, die miteinander ins Ausland reisen, wird alles verschärft, weil Ressourcen wegfallen. Die vertraute Familie zu Hause, die beste Freundin, da kann ich nicht mehr hinfahren wie früher. Mit der Mama kann ich mich nicht einfach mal in den Arm nehmen lassen wie früher. Diese ganzen Dinge werden verschärft. Es passiert noch eine andere Sache, wenn die Verliebtheit uns verlässt. Und zwar versteht unser System, dass da jetzt wirklich unser Herzensmensch in unserem Leben ist, der von nun an die Hauptbezugsperson in unserem Leben ist. Und das bedeutet, dass wir mit diesem Menschen genauso umgehen, wie es unser Bindungssystem uns sagt. In den 50er Jahren hat John Bowlby die Bindungsforschung angefangen, ein sehr fruchtbarer Forschungszweig, der uns bis heute Erkenntnisse über Liebesbeziehungen und enge Beziehungen innerhalb der Familie liefert.
Wir haben 4 Bindungsstile gefunden. Der Jackpot, der erste Bindungsstil, den die meisten von uns auch haben, ist der sichere Bindungsstil. Und eine sichere Bindung aufbauen zu können zur Hauptbezugsperson ist wirklich die Grundlage, die Grundmauern für alle unsere Beziehungen. Die anderen Bindungsstile sind unsichere Bindungsstile, die ungünstig sind und eine tiefe Verbindung verhindern. Und auch wenn wir sehr sicher gebunden sind, und ich denke, die meisten Paare, die miteinander reisen, sind sicher gebunden, weil sie überhaupt schon so weit gekommen sind, sich aufeinander einzulassen und miteinander Großes zu planen. Aber wenn Stress dazu kommt, dann zeigen auch sicher gebundene Menschen unsichere Verhaltensweisen. Anna ist ein ängstlicher Bindungstyp. Das bedeutet, sie braucht sehr viel Nähe und sehr viel Rückversicherung und das am besten jetzt und so, wie sie das will. Sascha ist ein vermeidender Bindungstyp. Das sind beides unsichere Bindungsstile. Vermeidende Bindungstypen brauchen ihre Zeit, ihren Abstand, um aufzuwärmen, mögen gar nicht irgendwo hingedrückt werden oder wenn sie Zwang verspüren zur Nähe, haben sie schon gar keine Lust mehr. Und diese ständigen Anfragen von Anna, lies dir doch bitte das durch, mach doch bitte das mit dem Baby, sollten dazu dienen, ihre Angst zu reduzieren. Und genau das können vermeidende Bindungstypen überhaupt nicht leiden. Das heißt, wir haben das Muster, Anna fordert, leidet, ist frustriert und auf der anderen Seite Sascha zieht sich zurück, vermeidet den Kontakt, zieht sich immer weiter zurück. Das heißt, es ist eine negative Abwärtsspirale entstanden zwischen den beiden, einfach aufgrund von dem Bindungsstil der beiden. Als ich mit den beiden gearbeitet habe, war eine der wichtigsten Erkenntnisse, dass es eben diese Bindungsstile gibt, ja, und dass ich den Bindungsstil habe, hat nichts mit dir als Person zu tun. Jede Hauptbezugsperson von mir wird diese ängstliche Bindung zu spüren kommen und das kann schon enorm viel Druck rausnehmen, da einfach über sich Bescheid zu wissen. Sascha weiß jetzt also, wenn Anna sich so verhält, ist das aufgrund von ihrer Bindung, von ihrer Veranlagung. Es hat mit ihm nichts zu tun, es hat nichts damit zu tun, dass er nicht gut genug ist oder nicht genug liefert, sondern es sind ihre Bedürfnisse und er hat ganz andere Bedürfnisse und beides ist in Ordnung. Und das hat bei den beiden schon ganz viel Druck rausgenommen. Abgesehen von den Bindungsstilen gibt es noch andere Einflussfaktoren, die es wahrscheinlicher machen, dass wir unser Leben lang liebevoll mit unserem Partner verbunden sind. Zum Beispiel die Persönlichkeit. Anna ist ein Typ, sie möchte alles sofort erledigen und genau wissen. Kontrolle ist ihr wichtig, Ordnung, Organisation. Sascha ist mehr der entspannte Typ, der lässt alles auf sich zukommen. Er hat Vertrauen ins Leben, er möchte sich Zeit lassen. Das sind einfach Persönlichkeitsfaktoren, wo es auch wichtig ist, die zu wissen. Dann gibt es die Sprachen der Liebe, die sich bei uns unterscheiden. Anna fühlt sich geliebt, wenn Sascha Dinge für sie macht, also sie unterstützt und ihr hilft. Also so ein Magazin durchlesen oder die Mütze abnehmen, ganz praktische Sachen, geben ihr das Gefühl, geliebt zu werden. Und das muss Sascha auch wissen, weil Saschas Sprache der Liebe ist eine ganz andere. Sascha mag Worte der Anerkennung, Worte aussprechen. Ich liebe dich, du bist toll. Und das sagt Anna überhaupt nichts. Ist also von beiden wirklich keine böse Absicht, sondern eine unterschiedliche Sprache der Liebe. Ein anderer Faktor, der unsere Verbindung beflügelt oder schadet, ist die persönliche Sprache. Wie sprechen wir miteinander? Wir haben eine soziale, höfliche Sprache, wir haben eine Berufssprache, vielleicht die Sprache der Diplomatie. Oder wenn uns etwas sehr beschäftigt und aufwühlt in persönlichen Beziehungen, haben wir vielleicht eine vulgäre Wutsprache oder wir werden sprachlos und ziehen uns ganz zurück. Es gibt aber die Möglichkeit, eine persönliche Sprache zu entwickeln, die man auch sprechen kann, wenn man wütend ist und wenn man mit Partner, Partnerin oder Kindern sehr aufgewühlt spricht, über wichtige Dinge spricht. Eine Sprache, die nicht verletzt, sondern die ausdrückt, wer ich bin. Aber diese Sprache muss auch geübt werden. Die bekommen wir ganz selten in die Wiege gelegt. Und auch das habe ich mit Anna und Sascha geübt. Wenn Anna also wieder unter Druck kommt, dann sagt sie zu Sascha:
ich fühle mich wieder so. Ich fühle mich wieder so ängstlich und unsicher und ich fühle mich wieder im Stich gelassen. Kannst du mir bitte helfen? Und das kann Sascha ganz anders hören, als das, was sie vorher zu ihm gesagt hat. Du hast deinen Herzensmenschen gefunden, ihr habt euch verliebt und jetzt stürzt ihr euch zusammen in das Abenteuerleben. Um eure Verbindung langanhaltend und tief zu machen, stehe ich euch und dir mit meiner Erfahrung und meinem Wissen sehr gerne zur Verfügung. Ich bin Helene Lanzinger, Diplompsychologin und Online-Paarberaterin und ich lade dich herzlich ein, mit mir in meinem nächsten Live-Webinar zusammenzuarbeiten in der Cultures Academy. Ich freue mich auf dich.